sorgen wir dafür, dass die Dinosaurier aussterben. Ihr macht euren eigenen Wettkampf eigentlich, ja. Noch 2 Stück! Ramon, ich, mir ist das egal. Guten Morgen aus Ohio und herzlich willkommen zum zweiten Tag. Wir haben es Dienstag, den 27. Februar, 7:02 Uhr und ich bin schon eine ganze Stunde, ein bisschen länger wach. Der Herr neben uns Bin auch schon wach, ein Zettel. ist auch schon wahrscheinlich, oder nicht wahrscheinlich, er ist schon vor mir wach, weil ich dann klassisch Waage und alles gemacht habe und auch Stefan geschrieben habe. Und dann kam die Antwort ungefähr nach 3,5 Sekunden und jetzt sitzt er hier auf der Couch. Das ist das Gute, wenn man Nachbarn ist. Und wir philosophieren und fachsimpeln übers Bodybuilding. Angefangen hat das Ganze mit Brot. Jetzt sind wir über Darm, Mikrobiom, zu Ballaststoffen, über whatever gekommen. Also so interessant. Ich schwöre, ich nutze jede Situation auch von Stefan zu lernen. Und wann, wenn nicht um 7 Uhr morgens in Ohio, wenn alle anderen noch schlafen. Aber ja, zweiter Tag steht an. Stefan checkt gleich die Form. Dann geht's ab eine Runde raus und dann geht's weiter im Text sozusagen. Deswegen gucken wir, was der Tag halt bringt. Ich würde sagen, rise and shine. Und in diesem Sinne erstmal klarkommen und Käffchen ballern. Und dann gibt es eine crispy Form zu sehen. Heute das Essen wieder ein bisschen anheben. Gucken vielleicht, je nachdem, wie es morgen dann aussieht. Dann nochmal eher ein bisschen leer machen für Donnerstag, dass dann die Carbs richtig saugen. Aber irgendwo ist es halt immer so ein Spiel, oder nicht an der Grenze, aber so ein Spiel, wenn man mich jetzt zu leer macht. Und man muss im Hinterkopf behalten, wir haben nur den Donnerstag zum Carb-Up sozusagen. Gut ist, dass wir freitags jetzt ein bisschen später auf der Bühne sind. Sprich, man kann morgens auch noch essen und das kommt dann auch noch an. Aber ja, eben da die Zeit begrenzt ist, muss man halt gucken, dass Stefan in diesem Sinne so einen Masterplan aufstellt, dass es halt gut reingroovt. Die hat mir jahrelang Glück gebracht. Das ist die erste Posinghose. Das ist nicht, was ihr denkt. Das ist Wettkampffarbe. Und dieses Jahr habe ich eine neue am Start. Die ist nochmal um einiges geiler. Aber man muss sagen, es gibt zwar kein Geruchs-YouTube, aber das riecht nach diesem Hot Stuff, Posingöl und Wettkampf. Das ist jedes Mal, wenn ich der Österreicher würde sagen, Sackerl aufmache, den Sack aufmache, wo die drin sind, dann denke ich mir so, geil, Wettkampf. Vergiss den Arm nicht. Ja, genau. Reinpumpen und in die Bewegung. Yes. Ja, genau. Sehr gut. Heute gibt es maximal 40 Minuten Training. Maximal. Ich feiere es zu posen, weil ich in jeder Pose sehr selbstbewusst bin aktuell. Weil wir einiges umgestellt haben und ich finde, das suitet ganz gut. Es suitet. Es fittet. Na, ich will nicht nur 40 Minuten Training. Eine Stunde, komm. Eine Stunde, wir fangen an zu verhandeln. 37 Minuten. Nein, 40. 40, maximal 45. Das ist Tusch. Was willst du danach? Traurig aus. 3 Brustübungen, eine Seitheben. Aber erfüllen ja ein bisschen auf heute. Ja, dumm, aber trotzdem. Wir trainieren das nicht zu Tode. Wichtig, echt. Wirklich, okay. 40 Minuten. Es wird gemacht, was der Chef sagt. Was waren das eigentlich für Kartoffeln? Alicia hat die, glaube ich, 3 Stunden gestern im Kochtopf gemacht. Und die waren dann, also ich konnte sie gut essen. Meine Frau kocht natürlich am besten. Und vielleicht kriegt ihr auch ein paar Sneak Peeks gleich, was hier abgeht. Alicia schwingt den Kochlöffel. Rise and shine, sage ich nur. Rise and shine, Geheimtipp für alle Bodybuilder und deren Freundinnen oder Freunde. Ich
kriege ab und zu die Frage, wie kann ich meinen Partner am besten supporten? Holt euch Rise and Shine und kocht ihr oder ihm was Gutes. Freunde, da sind wir wieder am Start zum alltäglichen Morning Walk. Stefan ist ja dem Team Sonderzuschlag beigetreten. Machen wir ein bisschen langsamer, sonst muss Danilo ja einen kurzen Sprint einlegen. Nee, Stefan ist auch zum Cardio-Bunny geworden, daheim auf dem Bike. Und ja, da wir immer in den Tag aktiv starten wollen, und wie gerade eben schon mit dem Posing gemacht haben, machen wir jetzt hier einen kleinen gepflegten Hoodwalk. Wie gestern schon gesagt, an jeder Straßenecke riecht es nach Ott. Du begegnest ganz dubiosen Menschen. Aber es ist auch schön, zusammen mit Stefan das Ganze machen zu dürfen. Ich meine, es ist für mich immer wieder cool. Und gestern, das war off-cam, aber haben wir auch schöne Gespräche gehabt. Nicht nur über Bodybuilding, auch über generell das Leben. Und ja, dachten uns, ey, heute nehmen wir euch mit, zeigen euch ein bisschen die Hood, machen ein paar Meter, aber Schlachtplan steht auf jeden Fall. Zumindest bis heute am Abend. Bis heute am Abend. Und ich muss auch sagen, ich bin sehr confident. Also es ist immer, war das bei dir auch so? Viele wissen ja vielleicht nicht, dass Stefan zwar keine lange Bühnenkarriere hatte, aber auch Stefan in brutalster Form, muss man sagen, auf der Bühne stand. Und du warst jetzt zwar nie in den USA und hast Wettkämpfe gemacht, aber war das bei dir auch so, dass bis zur Peak Week bist du ja in der Diät dann irgendwie so immer mehr am Arsch? Und dann, wenn die Peak Week da ist, so, also wir haben ja vorher auch diskutiert, so, ey komm, ich will ein bisschen länger als 45 Minuten trainieren. So da, also könnte ich Bäume ausreißen. Glaubst du, es liegt einfach an mir und meiner Art, also wie ich halt drauf bin, so Showman und Rampensau, oder glaubst du, es geht jedem so, der gerade auch so einen steinigen Weg drauf hingearbeitet hat vielleicht? Ich glaube, ein Faktor ist der, dass grundsätzlich schon für die meisten Menschen Ungewissheit ein riesengroßes Problem ist, jetzt psychologisch. Und wenn du jetzt eine Bodybuilding-Prep siehst, die ja nicht linear geht, die jetzt gehen wir mal davon aus 16 Wochen dauert und du weißt, du musst in 16 Wochen, ich sage jetzt irgendwas, 20 Kilo verlieren und du weißt nicht, wird das funktionieren, kommt was zwischen, wird immer wehtun, wird das alles funktionieren, und eigentlich umso weiter quasi das entfernt ist, umso schwieriger ist es und umso größer ist der Mental Struggle. Und ich glaube, das ist so der Hauptgrund, dass wenn umso näher die Show kommt, umso ausgeglichener und ruhiger ist man, weil ja dann im Endeffekt alles, was du beeinflussen kannst, im sicheren Hafen ist. Dann steigt allerdings diese Komponente dessen, was kannst du nicht beeinflussen, aber da muss man früher und später so und so einmal lernen, das auszuklammern, weil ja, was du nicht beeinflussen kannst, macht da keinen Kopf drüber, weil es ist sinnbefreit. Hast du meinen Kopf ehrlich gesagt, also jetzt no Arschkrieche oder so, aber hast du meinen Kopf auch echt therapiert in die Richtung, muss ich sagen. Weil ich habe dann schon immer die Schuld in mir selbst gesucht, so warum jetzt nicht Platz 1 oder so, oder warum jetzt nicht so und so die Entscheidung. Und du hast da echt geholfen, dass wir den Sport, den wir uns ausgesucht haben, den wir so lieben, so ist es, leider halt das ist der Sport, so abhängig ist, und du kannst manchmal noch und noch so viel tun, so viel geben, so viel reinstecken. It is what it is, sagt man so schön. Aber ja, weiß nicht, ich glaube, ja, würde ich den Sport nicht lieben oder würde ich das nicht akzeptieren können, dann würde ich mich irgendwann psychisch so gegen die Wand fahren. Ja. Weil das haben wir gestern erst geredet, das ist ja keine Geschichte wie Kraft-3-Kampf oder so, wo du mehr hebst und das ist dann Gesetz, sondern es ist subjektiv und auf jeden Fall ja, ein Sport für sich, aber... Und das ist ja das, wenn du jetzt hergehst, diese Arnold Classic, und wir sind jetzt einmal unter Anführungszeichen mutig und setzen die Top 5. Wie soll man diese 5
wie soll man diese 5 Menschen miteinander vergleichen? Ja. Wie? Ja. Wie sollst diese 5 Menschen miteinander vergleichen? Wie sollst bei diesen 5 unterschiedlichsten Körpertypen bestimmen können, was ist besser und was ist schlechter, wo du lupenrein bei jedem Einzelnen siehst, der hat sein Bestes abgeliefert. Ich sag ja selber so was hat es überhaupt noch nie gegeben, dass du jetzt sagst, okay, du hast die Creme de la Creme einer Bodybuilding-Klasse, die schauen anders aus, wie du nur ausschauen kannst, sowohl von Hautfarbe, ethnischer Herkunft, Muskelausprägung. Stimmt schon. Es ist und ich das muss ist nicht nur Apfel und Birnen, das ist ja Rhabarber und Kirschen. Ja, so geil, wie Stefan drüber redet. Das ist einfach komplett skurril. Und jeder bringt sein vollkommenes A-Game. Ja. Und das ist eine Geschmacksentscheidung. Und da braucht man dann auch nicht mehr drüber diskutieren. Ja. Das ist eine Geschmacksentscheidung, die man respektieren muss und anerkennen muss, dass wir nicht Kraft-3-Kampf machen. Ja, stimmt. Und ich muss tatsächlich auch sagen, ich finde ja sogar meine Konkurrenten, ich will die schlagen so, ich habe da ja mein Mindset. Voll. Aber ich muss sagen, ich finde die auch alle richtig geil. Also körperlich ist es so. Also alle aber halt auf so einem Level und ich will die Scheiße gewinnen so. Aber es ist schon so krass, da mitzuspielen. Ist wirklich auch so ein Ding, wo man sich immer wieder vor Gedanken rufen muss, hey, du bist Top 3 der Welt und so. Und ihr wisst ja, ich habe es jetzt im Gannikus Podcast zum Beispiel gesagt, ich habe zwar schon ein hohes Selbstwertgefühl, aber ich schnall das oft nicht oder realisiere nicht, dass ich da wirklich so dazugehöre. Ich denke manchmal immer noch, hey, das ist so surreal. Pass auf, nicht, dass da in den Gully fällst. Und deswegen, das ist schon ziemlich verrückt, aber auch ziemlich geil und die ganze Experience hier auch jedes Mal aufs Neue das mitzukriegen. Weiß nicht, ist schon richtig schön, Alter. Voll. Da machen wir was Gutes. Deswegen, das ist unser Sport, den wir lieben und den man auch in der Art und Weise, wie er ist, akzeptieren muss. Weißt, das ist wie, keine Ahnung, weiß ich nicht, wenn du jetzt Autorennfahrer bist und du bist auf einer Rennstrecke und dann gehst du als Rennfahrer her und sagst, aber dass die Kurven so ist, will ich nicht. Ich will diese Kurve nicht. Ich will, dass da eine gerade ist, weil das ist das so, wie ich fahren will. Das geht nicht. Ein Sport hat seine Bedingungen und wenn man happy sein will, muss man diese Bedingungen akzeptieren, anders rennt es nicht. Jetzt haben wir ja nicht nur die Classic aber auch am Start, wo ich compete, sondern auch die offene. Und ich liebe ja Samson, also nicht nur menschlich, auch die Physik, auch das Körperliche. Wie siehst du das? Weil das ist interessant. Da hab ich mit dir nämlich noch gar nicht drüber geredet. Und das ist jetzt on cam hier auch das erste Mal, wo wir über die offene diskutieren. Und was ist da deine Meinung? Und jetzt kommt der ganz große Unterschied zwischen im Moment, ich würde sagen generell unsere Generation jetzt. Bodybuilding zu Classic Bodybuilding. Classic Bodybuilding haben wir in der Bewertung im Moment so, da gewinnt der den Geschmack der Wertungsrichter im Moment trifft. Im Bodybuilding gewinnt im Moment der die wenigsten Völler macht. Okay, bedeutet? Wir haben nicht die Leistungsdichte. Das heißt, im Bodybuilding ist es so, der kann heute, also vor der Show ist es ja wirklich so, wenn wir jetzt auch unsere Predictions ausgeben, in meinem Kopf spielt sich folgendes Muster ab. Ich gebe eine Prediction ab, wer glaubt, dass er am wenigsten Fehler macht. Okay, krass. Weißt, dass er am wenigsten daneben hat. Ist Samson ausreichend in Form? Kann er gewinnen. Hat Hardy die Form am Rücken unter Kontrolle und die Mittelpartie unter Kontrolle? Kann er gewinnen. Das ist jetzt nicht, dass du sagst, so wie bei euch, Urs, Ramon, die kommen am Punkt und dann entscheidet der Wertungsrichter, was er in dem Moment schöner findet. Und da gibt es nicht die Frage, wer haut daneben. Ja. Im offenen Bodybuilding ist es im Moment so, dass du sagst, okay, bei wem passt es denn gerade? Weil wir haben keine Dominanz. Wir haben keinen Ronnie Coleman oder keinen Dorian Yates, wo du gesagt hast, der bringt immer sein A-Game. Okay. Das haben wir nicht. Verstehe. Wir haben, das klingt jetzt gemein, weil so ist es auch nicht, wir haben den Weg des geringsten Übels. Ja. Aber wir haben da bei Gott kein Battle, wo du sagst, fuck, alle bringen alle Waffen mit, die sich haben und zerprügeln sich dort oben auf der Bühne. Nein, es ist eher so, schauen wir mal, wie sie kommen und dann können wir weiterreden. Das auf jeden Fall auch. Aber ja, interessanter Punkt. Ich meine,
Ich als selber Athlet, ich nehme mir da immer nie zu viel raus, aber du bist Coach, du bist selber Wertungsrichter jahrelang gewesen, du kannst es sicher mehr so sagen und deswegen schätze ich da auch deine Meinung. Voll. Aber auch ein spannendes Battle. Wir haben ja noch eine Klasse, jedenfalls bei den Männern, wo du auch einen Hochkaräter am Start hast. Ja, die Men's Physik. Und wir haben Diogo. Ihr wisst ja, Diogo, mein kleiner, großer Bruder. Ja, mit dem komme ich aus dem Team Outlaw eigentlich so. Das ist einfach Liebe, Alter. Das ist so, mit dem verstehe ich mich einfach blendend. Und deswegen fieber ich da auch immer noch mal richtig mit, so, weil ich weiß, hey, der hat das Zeug da auch dazu, den Titel für uns zu holen. Absolut. Für dich zu holen und für sich zu holen und nach Brasilien zu holen. Deswegen ist da auf jeden Fall auch Und Spannung dahinter. Physik ist ähnlich wie Klassik. Das sind jetzt zwar nicht 5 Leute, wo ich sage, die könnten gewinnen, die immer abliefern, sondern es sind so 3. Aber es ist halt auch so, was die dauernd geht hin und her zwischen denen, jetzt schon seit 2-3 Jahren. Es sind eigentlich die gleichen Leute, die an der Spitze sind. Ja. Und auch in der Main-Physik ist ähnlich wie in der Klassiker subjektive Geschmacksentscheidung. Muss man anerkennen. Das ist eigentlich bei allen Klassen so, wo eines der Hauptbewertungskriterien, wie schön ist das, ist, geht es natürlich in die Richtung. Und da ist ja noch mal krasser, weil die halt echt nur, die drehen sich 3-4 Mal. Ne, wie oft? Na, einmal. Also von vorne und von hinten, vorne, fertig. Eine Seite gibt es Gibt's nicht. Von vorne und von hinten. Ja, du aus. drehst dich 2-mal und das war's. Also das ist halt noch mal krasser. Welche 5 meinst du eigentlich in der Classic, die gewinnen können? Na, gewinnen. Also ich sehe ja. Aber das Battle wird sicher nicht auf den Sieg, aber in der Leistungsdichte und in ihrer Art, weil man es von der Herkunft weiß, dass 2 von denen wahrscheinlich nicht gewinnen können, aber die trotzdem gute Leistungen, die Top 5 sind natürlich du, Ramon, Brian, Wes und Michael. Ja. Die bringen halt alle ihr A-Game. Ja. Aber nee. Aber das ist das, was ich meine, 2 von denen können nicht gewinnen. Also komplett das ist unrealistisch. Okay. Aber die sind trotzdem so, dass man sagt, okay, die können deswegen nicht gewinnen, weil es jetzt nicht und da sind wir ja beim Punkt, die nicht den Geschmack betreffen. Also die treffen nicht den Geschmack, aber ihre Leistung haben sie zu 1000% gebraucht. Safe, da würde ich sogar noch mehr als 5 aufzählen tatsächlich. Ja, schwierig in dem Start. Also wenn es jetzt zum Beispiel ein 6er-Kandidat ist, nehmen wir jetzt einen Courage Opera raus. Der bringt von der Genetik her alles mit. Ja. Er hat eine tolle Linie, tolle Muskeln, aber der bringt halt nie sein A-Game. Ja. Das ist so dieser Punkt. Gell? Ja. Mir ist vorher gegangen, um aufzuzeigen, wie viel Passion, wie viel Liebe, wie viel Arbeitseifer, wie viel Energie diese 5 in das reinstecken, wie fehlerfrei die in ihren eigenen Möglichkeiten sind. Und wer eigentlich sehr gemein, wer anderer sagt dann, was die Klasse darstellt. Ja. Und das dazu noch nie wirklich artikuliert wird. Okay. Es wird immer so hingebogen, wie sie es brauchen, Ja. muss man ja ganz ehrlich sagen. Muss man halt akzeptieren, ist so. Aber was ist Klassik? Was ist Klassik? Ist Klassik jetzt Arnold Schwarzenegger? Kann nicht Klassik sein, weil das hat mit dem nichts zu tun. Ja. Ist Klassik Serge Nubret? Ja. Was ist jetzt Klassik? Früher dachte man, es ist so die Golden Era, dann, Was? das war es dann aber nicht mehr. Und jetzt ist halt die Frage. Deswegen, das ist so eine momentane Entscheidung. Dann hauen wir abschließend für die Classic deine Top 5 raus, für die Mans und für die Open. Ja, Classic haben wir ja jetzt schon gesagt. Aber sag mit 1 bis 5. Urs Kaliczynski, Ramon, ich bin jetzt super optimistisch, Wesley, Brian, Michael. Geil, da steht jemand hinter seinen Athleten. Ja. Aber ja, so muss es auch sein, ganz ehrlich. Es gibt genug Leute, die da draußen das so sehen würden und genug, die es anders sehen. Aber das ist jetzt mein Geschmack. Ja. Und das, was ich feiere und das, was ich gut finde, ist halt einfach so. Ich freue mich da auch auf die Battles auf jeden Fall. Das wird auch richtig geil, Mann. Also es wird die Bühne nochmal zum
zum Beben bringen. Und, ja, und ich wünsche mir auch Fünfervergleiche. Ich wünsche es wollte mir ich auch. gerade sagen. Ich wünsche es mir. Ich war jetzt bei durchsweppen die Scheiße. Ich war bei 2 Arnolds vorher. Es war leider nicht so. Ja, eben, aber das soll Aber ich würde mir auch wünschen, dass wir halt so durchswappen. einfach coole Vergleiche haben, auch für die Zuschauer. Ich meine, was glaubst du, wie die das feiern, wenn wir die Crowd da abgeht, Ja. Alter? Da kannst, also die Judges haben es auch in der Hand, dort drinnen Magie zu erzeugen. ja, So richtig Magie zu erzeugen. ja, das ist halt immer die Frage. Und dass es halt so ist, dass es bis zum Finale spannend bleibt, das finde ich auch immer cool. Ja, aber Weil oft ist es halt- das Bauchgefühl, Alter, das ist das Geilste ever, oder? Ja, das ist das Vorwahl und Coole. Finale. Wenn du weißt, du hast abgeliefert, du weißt, es war saugeil und dann ist dieses Gefühl da, wo du Ja. weißt, alles ist möglich. Ja, eben, aber das ist es halt leider meistens nicht. Nicht, weil sie Scheiße machen. Und da muss man sagen, da weißt du halt schon so, okay, du bist Top 3 oder Top 5 oder Top 2 oder nicht im First Callout, so nach dem Pre-Judging. Was aber zum Beispiel meine Leistung, ich denke immer wie ein Soldat. Ich bin erst fertig, wenn der Krieg vorbei ist. So. Und die Schlacht hast du am Pre-Judging und in den Finals. Und ich will jetzt nicht aus dem Nähkästchen plaudern, aber es gibt den einen oder anderen Top-Athleten, der pumpt sich dann fürs Finale nicht mal mehr auf oder also steht dann da dahinter, auch bei der offenen sieht man das oft und steht dann da und denkt sich so, No Bock, gar Attitude. keinen Bock mehr und sowas geht gar nicht in meinen Augen. Deswegen, ja, Freude auf eine geile Show am Freitag und hoffentlich auf ein paar Vergleiche. Wäre cool. Ich drücke auf jeden Fall uns die Daumen und genau, jetzt haben wir genug von der Classic. Jetzt gibt es von Stefan noch die Top 5 in der Open und dann die Top 3 in der Men's Physik und dann sind wir durch für heute in den Morning Walk. Offene, weil ich Bodybuilding in diese Art und Weise mag und es mir gefällt, würde ich mir wirklich Samson auf 1 wünschen. Ich wünsche mir, dass er ein bisschen besser in Form ist als auf der Olympia noch. Und dann glaube ich, dass das möglich ist. Natürlich ist Hardy ein harter Knochen. Hardy hat er bis jetzt immer geschlagen. Also Samson war ja noch nie vor Hardy. Ja, Der verrückteste Spot ist sicher Top 3 dann für mich der Antoine. Weil ich ja, es halt einfach lustig finde. Ich finde, der macht eine gute Show, der liebt es, der hat ein schweres Leben hinter sich, aber nicht deswegen soll er auf 3 sein, sondern für mich soll er deswegen auf 3 sein, weil er sein A-Game bringen wird. ja, ist geil. Und das finde ich einfach gut und das gehört irgendwie belohnt. Ist geil, wenn das einer in der offenen so eine, also Hardy Genau, bringt einfach auch so. so eine Condition, aber Ja, Hardy bringt sie aber nicht vorne und hinten. ja, aber dass der halt so Der zieht echt durch. peeled ist und Ja, der zieht durch. sich runterschrubbt, ist schon geil. Dann sehe ich auf 4 Rafa, Okay, auf 5 Horse. Ja, machen wir so. und dann James. So. Ja, so, dann ist ein bisschen ein Brei, Ja, der danach dann kommt. ja, cool. Und Mans dann halt, Naja, hoffe ich Diogo hoffe mal, 1. Diogo 1, jawohl. der Hunter 2 Ja, und ich vergesse immer, wie der auf 3 heißt. Aber es sind ja 3 Leute aus den Olympia Top 5 dabei. Nein, Olympia Top 6, Entschuldigung. Emanuel war, glaube ich, 4., Diogo 5. Und der junge Herr, den ich am 3. habe, Ja. dessen Namen ich vergessen habe, sorry, war 6. Das sind die sich das Match alle ausmachen wird. Und dann schauen wir, wie weit mein mexikanischer Krawallbruder Isma dann noch nach vorne ah, kommt. stimmt, ja. Ja, geil, cooler Walk, geile Einschätzung, Bodybuilding, Geschnacke vom Feinsten, würde ich sagen. Damit endet unser Hoodwalk auch und ihr könnt gerne auch mal eure Predictions reinschreiben. So. Ich selbst als Athlet, ich mag sowas nicht immer aufzustellen, weil gerade für meine Klasse sehe ich mich immer auf 1. Für alles andere habe ich da nicht den Blick und nicht das Ganze, oder was heißt den Blick, ich will mich damit nicht beschäftigen, sagen wir es mal so. Aber ja, ich habe auch ungefähr den Top 5 Pool, den Stefan aufgezählt hat. Wird auf jeden Fall spannend, ist eigentlich echt ein geiles Line-Up geworden für die Seit langem wieder mal so richtig, Ja. also in der erweiterten Dichte gut. für die Arnolds, genau. Und in diesem Sinne sagen wir Peace out. Peace, bis später. So Leute, da sind wir am Start in der Küche. Kitchen Edition, Urs mit den verschiedenen Wagen hier. Wir haben die Feinwaage. Das heutige Salz wird abgewogen, 8 Gramm an der Zahl. Ihr wisst, Konstanz bleibt drin.
der Feinwaage ist das sehr genau, deswegen, da ich ein genauer Typ bin, ein geiler Typ, Spaß. 8,2, komm, nimm mal mit heute ein bisschen mehr Salz, oder Coach? Ja, das ist die 0,2 Gramm. Werden nicht schaden. Wir haben Wasser am Start. Wisst ihr, ich trinke morgens sehr viel. Ich bin über die Nacht ziemlich dehydriert. Da hinten kocht der Tee auf. Verdauungstee und basische Kräutertee. Und hier gibt es auf 2 Flaschen verteilt. Ich bin ja Fuchs. Ja. Gibt es wie jeden Tag, auch in der Peak Week, das Daily Sour Power. Einfach ein Genuss und deswegen strecke ich das auf 2 Flaschen auf, um mehr davon zu haben. Beste, Alter. Und dann gibt's Frühstück. Nimm noch meine Subs, trink meinen Tee und dann starten wir in den Tag. Prost auf euch, wer ein geiles All-in-One-Produkt sucht. Kreatin, Kollagen, Glutamin, Leucin drin. Perfekter Start für den Tag. Der kann sich auf jeden Fall das Daily gönnen. Jungs, Mädels, Melzer hat wieder gezaubert. Was soll ich euch sagen? Heute ein bisschen andere Reihenfolge. Wir haben hier jetzt ein Meal, bestehend aus Kartoffeln, bestehend aus Spargeln und aus Chicken. Wir haben es jetzt 12 Uhr. Das heißt, es gibt Mittag. Hier habe ich noch ein Stück, einen Kaffee. Und normal gehe ich ja nach der zweiten Mahlzeit trainieren. Heute aber gehen wir ein bisschen später. Sprich, ich esse dann noch den Reispudding als nächste Mahlzeit und gehe dann mit ein bisschen volleren Speichern sozusagen ins Training. Ja, denke ich, macht eigentlich mehr Sinn heute. Ja, so gehen wir heute vor. Also ihr seht, jeder Tag richtig krass, individuell. Auch für mich jedes Mal als Athlet. So bist du ja in deinem Trott und machst immer so deine Routine und die ganze Diät ist gleich. Dann gibt es mal eine Anpassung, aber jetzt ist alles so wirklich Genauigkeitsarbeit, Nuancenarbeit. Es wird heute wieder 8 Gramm gesalzen, 8-9 Liter getrunken und später nochmal durchgepumpt. Ich fühle mich cloud9, ich sag's euch ehrlich. Ich glaube, man hat es im letzten Video schon gesehen. Ich betrete amerikanischen bzw. Wettkampfboden, sag ich mal, Peak Week, und dann gehen meine Energiespeicher wieder Feuer, obwohl ich leer bin wie ein Hund. Aber ans Auffüllen kommen wir am Donnerstag. Solltet ihr auf jeden Fall nicht verpassen, wenn der Polacco voll gemacht wird. Aber ja, noch ist nicht so weit. Ich fühle mich gut. Ja, einfach richtig geil. Also ich habe wirklich richtig Bock auf Show und auf Arnold Classics, weil für mich ein ganz besonderer Wettkampf. Ihr wisst, es ist so das, was ich damals schon immer als Jungspund verfolgt habe, sage ich mal. Und der erste Wettkampf, der wirklich so groß war für mich und den ich selbst verfolgt habe durch Flex Wheeler und so, meine Idole körperlichen. Jetzt da selbst zu stehen, mitzumischen, abzuliefern, ist schon herrlich. Genauso wie dieses Meal hier. Das lasse ich mir jetzt schmecken. Und dann geht's später ab ins Gym. Mir geht's auch gerade so, dass ich zwar energetisch nicht ein krasses Training abreißen könnte, aber so vom Kopf könnte ich ohne Scheiß jetzt auch 3 Stunden trainieren. Deswegen ist gut, dass Stefan da ist und mir immer auf die Bremse drückt, weil sonst zerschießt du dich so und willst natürlich immer mehr. Das ist auch oft ein Fehler, den die Athleten in der Diät machen. Die kommen dann in so einen Overdrive und dann wollen die mehr. Am Anfang ist es schleppend, aber dann läuft's und dann schießt man da auch mal übers Ziel hinaus, und das ist halt eben dieser Tanz, den man beherrschen muss. Ja, ich sag's euch, auch so kleine Dinge. Ich weiß zwar, dass ich sehr leer bin, aber wenn ich morgens in den Spiegel schaue, kann ich jetzt schon auch geil selber zu sehen, über diese Flachheit hinweg gucken, und ich weiß, okay, das ist Teil des Prozesses, und sehe dann so Sachen wie ein paar neue Details im Körper, die Mittelpartie, die es extrem zusammengezogen hat, nochmal, ja, wo man sich dann einfach drüber freut, so ey geil, nochmal eine Stufe besser, nochmal ein anderes Paket, was man bringt, und ja, das alles gibt mir so eine Selbstsicherheit und so eine Ruhe. Ich weiß, ich mache die Hausaufgaben. Ich bin, sage ich immer wieder, der Soldat, der einfach abliefert und durchzieht, und das sorgt am Ende dafür, dass das Paket
hoffentlich geil auf der Bühne steht. Also ich persönlich, ich krieg das hier mit und ich habe das Gefühl, dass du viel fröhlicher bist als in den anderen Preps oder wo ich dich so miterlebt habe. Und hast du auch recht. Das? Ja, weil die Prep halt nicht einfach war, die letzten Wochen. Und eben jetzt ist so doch smooth eingependelt zu haben und zu sehen, hey, der Körper hat reagiert und es ist geil. Ja, das macht einen happy zu sehen. Und dementsprechend, jetzt kann nichts, was soll jetzt noch schief, also weißt du, so, klar, es kann immer was schief gehen, Klopf auf Holz, aber so, ich sehe jetzt nichts, sei es jetzt von meinem Umfeld technisch oder körperlich, gesundheitlich, was so schief gehen kann. Deswegen, ja, auf jeden Fall. Und ich bin ja immer Good Vibes Only. Amis sagen nicht umsonst gesagt Sunny Boy, als die mich das erste Mal in den Staaten auf der Bühne gesehen haben. Und das ist halt der Teil, wo ich wirklich, wo ich den Sport am meisten liebe. Für die einen, also klar, das Training ist auch pure Liebe, aber der Bodybuilding-Sport für mich ist auch einfach Liebe, so weißt du. Das ist nicht so, dass ich mich da mal auf die Bühne stelle, weil es gehört halt dazu, wie es bei vielen auch Profis der Fall ist. Und für mich ist es, ja, ist auch ein großer Teil davon, die Performance on Stage und das Wettkampfding an sich. We go to the gym. Hey, Plan heute. Wir müssen Stefan ablenken, jede Minute, die wir mehr haben im Training. Ist besser. Nee, Spaß, Alter. Nicht, dass die Leute denken, hier, ich mach nicht, was mein Coach mir sagt, aber ich hab Bock zu pumpen, Alter. Leute, ich will einfach nur den Pump. Deswegen Brust, Schulter, Trizeps, Ahoi, ab ins American Barbells. Schön, dass David auch am Start ist. Was wird gepumpt? Chest. Chest Day, Baby. Ich habe Baby. Pause gemacht heute, aber man weiß ja nie, ob man nochmal zum Training kommt hier. Ne? Ey. Habe ich gerade Chest gehört und es ist Dienstag. Ja, bring ihn komplett durcheinander. Holt schnell einen Krankenwagen bei David Hoffmann. Stimmt was nicht. Der ist jetzt ein Jahr älter, da sind irgendwelche Sicherungen durchgebrannt. Das kann nicht sein, Alter. Aber normal dienstags Rücken, ich weiß es bei ihm. Ich kenne die Woche schon. Total, ja. Ja. Aber ja, ich habe mich gestern schon gewundert, da curlt der so auf der Schrägbank, dachte ich mir, Ja, wir waren jetzt vielleicht für einen unterwegs. Geburtstagspump so, Arme, Gunshow, weißt du, aber Das ist reisebedingt. ja. Alles in Ordnung. Aber was man sagen muss, David immer stramm am Training und das ist geil. Und wir sind wieder da, meine Freunde. Wir waren nie weg, American Barbells. Jetzt den Crank Pump Pro hier, der uns hoffentlich einen wunderbaren Brustpump bescheren wird. Einen schönen Liter Wasser, in diesem Sinne Stößchen auf ein gutes Training und Feuer frei. Bisschen Brust, bisschen Trizeps, bisschen Schulter. 40 Minuten, nicht länger. 40. Ja, gestern war viel zu lange. Viel zu lange. Ich bin eher der langsamere Trainierer mit langen Pausen und so. Aber ich mache heute nur Brust, von daher müsste ich es hinkriegen. Ey, diese Maschine ist auch Nostalgie pur, weil ich mich jedes Jahr daran erinnern werde, ans erste Training nach dem Krankenhaus. Ihr könnt auf YouTube zurückgehen und euch das anschauen. Haben wir mit der hier angefangen und ich war wieder Schluck Wasser in der Kurve und hab die gedrückt. Wie viel hättest du ohne Stefan gemacht? Noch 2 Rennen, Nee, eine wäre noch gegangen. Eine? Ja, maximal. Ich habe zwar auch viel schon selber gelernt, aber als Athlet habe ich heute Mittag schon gesagt, willst du immer so ein bisschen noch mehr rausholen. Und das ist eigentlich ein guter Ansatz für die Vorbereitung, weil man da halt dann ordentlich Fortschritt macht. Aber in so einer Phase wie jetzt ist manchmal weniger mehr, auch wenn es dumm klingt. In dem Sinne nimmt er die Zähne runter. Hat mir gerade gar nicht gepasst, Alter.
Wie bewertest du das? Wie viele Reps kommen? Einfach nur, indem ich die Bewegung anschaue. Okay. Also da gibt es jetzt, ich habe kein Ziel im Kopf, ich habe keine Leistung im Kopf. Ich schaue mir einfach an, wann die Bewegung ins Stocken gerät und dann ist es vorbei. Ich versuche dann immer psychologisch Stefan zu verwirren. Dass ich mein Gesicht nicht so verziehe, aber das merkt er schon. Also das Gesicht schon echt nie. Oder man merkt aber auch, dass das Tempo langsamer wird, so wenn Du man... siehst es an der Bewegung. Du siehst zum Beispiel auch, du siehst wirklich zum Beispiel, wie viele da Potenzial liegen lassen. Die machen das und dann kommt dieses, ich kann nicht mehr, puff, zack, weg. Und du siehst, die Bewegung war noch vollkommen fließend, Ja. alles der Feind ist einfach nur Pussy. Kiddies. Ja, ich muss sagen, der Pump ist auch echt Leihwand, wie der Österreicher sagen würde. Jetzt nur kurz, dadurch, dass das ja nicht hochintensiv ist und der mal über ein Jahr dann schießt, ist sie ja relativ schnell erholt. Wenn der Puls und die Atemfrequenz wieder einigermaßen normal ist, geht's wieder. Ja, ist schon Druck drin heute. Kommt Leben rein. Ein bisschen. Ja. Das ist nicht so richtig, sondern so, es will rein, aber es denkt sich, es ist nicht viel da. Stefan erkennt das immer gut. Ich habe eigentlich einen guten Pump. Also, Den Umständen entsprechend. aber Mal sehen, ja, das ist... wir haben im Autohaus drüber geredet, das ist so. Aber für mich fühlt sich jetzt halt nach den letzten 3 Wochen, da habe ich ja wirklich nicht mal mehr Kontraktion im Training gespürt. Ist jetzt besser? Ja, Echt? ja. Das habe ich dir ja jetzt auch schon vor ein paar Tagen geschrieben. Wo ich gesagt habe, ey, Brust war Pump drin und Rücken auch. Bei der weiß ich nämlich, weil ich die in Florida mit Brett auch immer gemacht habe, dass ich hier den Stack also ganz easy mache. Und extra für Stefan habe ich nur den kleinen ganz voll gemacht und nichts vom größeren. Aber es ist tatsächlich so, meistens passt Half-Stack genau bei diesen Peak-Week-Trainings bei ihm relativ gut. Das ist so Pi mal Daumen, Ja. ist meistens Half-Stack. Um 20 haben wir angefangen, jetzt ist es 47. Jetzt bin ich mal gespannt. Wir haben noch 13 Minuten. Nee. Ja? Nee. Ja? Ich habe nämlich die Uhr Hast du gestartet. 20 oder 22 gestartet? Stefan, heute ist nicht dein Tag. Der Schätzungen? Gewicht verschätzt Um 600 und Gramm. Zeitmaß. Ja, 600 Gramm auf dem Niveau. Das ist nicht Wann hast du Stefan. gestoppt? Wir haben 27 Ich Minuten. hab gesagt, 13 darf Minuten noch. noch. 13 Minuten. Darf noch volle 13 20 Minuten. Nein, trainieren. 13. 45 Minuten hast du gesagt. Nein, 40. Wir haben es auf Band. Ja? Ja, leider ja. So ein Ding, warum ich so Condition oder warum wir auch so Conditioning lieben, weil das ist halt auch für einen Athlet an sich, wenn du weißt, du bist so geisteskrank abgezogen und dann auf die Bühne stehst und halt echt nochmal 5% härter bist als der Rest auf dem Level, dann ist halt schon so richtig geil irgendwie. Yeah. Ja, weil einfach, ich glaube, das Maßgebliche ist das, was du sagst. Das Gefühl, mit dem man dann auf die Bühne geht, ist einfach anders. Es ist einfach anders. Du gehst vom Kopf her einfach auf die Bühne mit Abriss. Weil du weißt, dass das, was du bringst oder das, was du geben hast, und Condition ist ja schon so ein bisschen der Spiegel deines Efforts. Und schon macht das einfach Laune. Einen Supersatz darf ich noch machen. Der zählt, Alter. 50 Minuten. Ach nee, Spaß, wir haben dazwischen gepostet. Das zählt nicht. Das zählt nicht. Geiles letztes Push-Training.
bringt immer mehr Excitement, Vorfreude. Morgen steht noch ein letztes Pumptraining an. Das war es jetzt erstmal hier aus dem American Barbells. Unwahrscheinlich wichtig auf Reisen oder auch für jeden, der ins Gym geht. Sakrotan, Freunde. Haut euch drauf und bleibt fern von den Bakterien. Da bin ich immer ganz penibel. Womit ich auch penibel bin, ist mein Post-Workout-Shake. Eine gute Portion von Daily. Wir haben alles drin, was wir brauchen. Gerade jetzt Glutamin, auch fürs Immunsystem gut. Für die verbesserte Kohlenhydrataufnahme auch. Am Ladetag wird es auch wichtig sein, da den Körper mit Glutamin zu versorgen. Und um jetzt schon die Proteinsynthese anzutreiben und die Energiespeicher wieder voll zu machen, Kreatin und Leucin. Kreatin nehme ich bis zum Wettkampftag, also am Wettkampftag auch noch. Oder ja, am Wettkampfabend, eigentlich ist egal. Hauptsache ihr füllt die Speicher mit 5 Gramm. 3 bis 5 Gramm reichen euch da völlig aus, um die Speicher voll zu machen. Auch keine Angst haben, es zieht kein Wasser irgendwie unter der Haut oder so. Ich nehme Kreatin seit Jahren und es funktioniert einfach. In diesem Sinne 2 Scoops rein. Und ich muss auch sagen, es ist wie so eine kleine Belohnung, weil das Sour Power schon unfassbar gut schmeckt. Aber überzeugt euch selbst dran. Ich kann nur sagen, ist eine geile Nummer. Genauso wie die anderen Produkte, die jetzt für die Arnold's Week am Start sind. ESN, muss man sagen, hat sich da was Geiles überlegt. Wir haben die Arnold's Week am Start. Wir haben maximale Rabatte bis zu 25%. Wir haben neue Sachen am Start. Und jetzt brauche ich den Trommelwirbel und die Einblendung. Das Kochbuch von Alice und dem Zimtteppich. Das ist alles limited, deswegen schallert jetzt sofort in den ESN Store rein, kauft ein und sichert euch maximale Rabatte. Ein geiles Kochbuch, eignet sich super als Geschenk für ihn oder sie. Kinderleichte Rezepte für Bodybuilder oder alle, die es werden wollen, zum Nachkochen, die einfach fit bleiben wollen. Ich würde sagen, man möge ihn ausrollen. Zimtteppich auch am Start. Und für alle, die der Zimt-Gang mit angehören, genau das Richtige. Ich sag bis morgen und adios aus Ohio. Und ich hoffe, ihr bleibt stabil, habt einen guten Pump und enjoyt die ganze Arnold's Journey. Prost und bis morgen.